Du redest nett mit Leuten, aber danach passiert nichts. Viele verwechseln ein freundliches Hallo mit echter Freundschaft. Heute zeigen wir dir Sätze und Fragen, die wirklich helfen. Für Verein, Metub und Feierabendbier, und zwar auf A2-Niveau. Genau, du lernst, wie du dich vorstellst, wie du höflich duzt und wie du ein Treffen vorschlägst. Auch, wie du nett nachhakst, ohne zu nerven. Das alles für echte Situationen, nicht für das Lehrbuch. Los geht's! Schön, dass ihr da seid. Die komplette Lektion ist übrigens auf Vocabli. Also, kleiner Reality-Check. In Deutschland sind Leute oft freundlich, aber eher reserviert. Viele denken, nette Worte bedeuten sofort Freundschaft und sind dann enttäuscht. Geduld hilft, und klare, einfache Einladungen helfen auch. Das ist unser Fokus heute. Mein Top-Tipp ist der Verein echt. Ein Verein ist eine Gruppe für Sport oder Hobby, zum Beispiel Fußball, Chor oder Klettern. Da hast du sofort ein Thema und Smalltalk wird leichter. Wollen wir mal ein kleines Rollenspiel machen? Ja, sehr gern. Situation: Du bist neu im Sportverein, nach dem Training. Du willst Kontakt, aber locker. Ich bin die Person aus der Gruppe. Hey, ich bin Tim, ich bin neu hier. Wie heißt du? Ich fand das Training echt gut. Spielst du schon lange mit? Hey, ich bin Julia, willkommen. Schön, dass du da bist. Wollen wir uns duzen oder lieber siezen? Ich duze hier meistens. Duzen passt, danke. Ich bin Tim. Hast du mal Lust, nach dem Training einen Kaffee zu trinken? Ich kenne hier noch nicht so viele. Ja, klingt gut. Am Donnerstag hab ich Zeit. Wollen wir dann kurz was trinken, so eine halbe Stunde? Danach muss ich los. So, stopp mal kurz. Wichtige Phrasen hier sind: Ich bin neu hier, wollen wir uns duzen? Und hast du mal Lust? Duzen heißt, wir sagen du und nicht sie. Und sehr praktisch ist auch, wollen wir Nummern tauschen? Oder, ich schreib dir später. Wenn jemand nicht kann, nimm's nicht persönlich. Frag einfach nach einer anderen Zeit. Genau, sag zum Beispiel: Kein Stress, wie sieht nächste Woche aus? Oder: Trefft ihr euch jeden Dienstag? Das zeigt Interesse, aber ohne Druck. Das mögen viele Leute hier. Kurz eine peinliche Story von mir, haha. Ich wollte Kegeln sagen und hab es total falsch betont. Alle haben kurz gekichert. War nicht böse, wir haben dann zusammen gelacht. Ich hatte auch so einen Moment. Beim Metub stand ich mit verschränkten Armen da. Ich dachte, das ist normal, aber ich wirkte kalt. Jetzt achte ich auf offene Haltung und ein kleines Lächeln. Ja, und noch was, ein nettes Gespräch ist halt noch keine Freundschaft. Du musst aktiv werden. Sag am Ende klar, ich melde mich morgen. Oder, passt es dir nächste Woche für einen Kaffee? Für Nachrichten ist eine einfache Struktur gut. Erst Erinnerung, dann Einladung, dann Frage. Zum Beispiel: Hey, ich bin Tim vom Volleyball, hast du nächste Woche Lust auf einen Kaffee? Wann passt es dir? Und such dir Orte, wo man zusammen etwas tut. Freiwillig helfen ist super, also ehrenamtlich. Zum Beispiel beim Stadtteilfest oder im Nachbarschaftsgarten. Da entstehen Gespräche ganz natürlich. Da passt ein kleiner Dialog, okay? Du kommst zum Fest und fragst die Leute. Du willst mitmachen, nicht nur zuschauen. Wir spielen das mal. Hi, brauchst du Hilfe hier? Ich bin neu im Viertel. Ich helfe gern. Wo kann ich mit anpacken? Oh cool, ja, wir bauen gerade Tische auf.
Magst du die Bänke halten? Und, wenn du willst, trinken wir später zusammen einen Kaffee. So gegen 3 vielleicht? Kurzer Check, ja? Was bedeutet, sollen wir uns duzen? Genau, das heißt, wir sagen du, nicht sie. Und hast du mal Lust, ist eine freundliche Einladung. Noch ein Mini-Quiz. Weißt du noch, wie du nett nachhakst? Richtig, kein Stress, vielleicht nächste Woche. Oder, wann passt es dir? Das ist offen und höflich. Viele denken, gute Deutschkenntnisse reichen. Sprache hilft, klar. Aber Kultur ist auch wichtig, Geduld, kleine Schritte, regelmäßig sehen. Das baut Vertrauen auf. Mach Einladungen leicht, ja. Sag lieber 10 Minuten Kaffee als ganzer Abend. Oder Spaziergang nach der Arbeit. Das klingt locker und ist einfacher für ein Ja. Wenn jemand mal schauen sagt, ist das oft ein Nein. Nimm's gelassen. Du kannst antworten, alles gut, vielleicht nächste Woche. Dann fragst du später nochmal. Zweites Rollenspiel, diesmal Büroküche, okay? Du kennst die Person schon ein bisschen. Ziel: eine gemeinsame Aktivität. Ich fang an. Ja, leg los. Ich spiele die Kollegin. Halt es wieder locker. Nicht zu viel auf einmal. Hey, wie war dein Wochenende? Ich gehe heute Abend zum Sprachstammtisch. Hast du Lust mitzukommen? Es startet um 19 Uhr, dauert nicht lang. Oh, heute schaff ich's nicht, ich hab Training. Aber nächste Woche gerne. Schreibst du mir kurz? Dann trag ich's ein. Perfekt, ich schreib dir morgen. Soll ich dich nächste Woche erinnern? Oder passt ein anderer Tag besser? Ich bin da flexibel. Das ist genau der Ton. Freundlich, klar, und du gibst eine Wahl. Sehr gut ist auch, wie sieht dein Mittwochabend aus? Oder, wir können uns auch nur kurz treffen. Nochmal zum Verein, weil das wirklich wirkt. Frag direkt, wann trefft ihr euch? Und kann ich einfach mal vorbeikommen? Wenn Geld wichtig ist, sag offen, kostet das was? Das ist normal hier. Es gibt ja die Meinung, hier findet man schneller Dates als echte Freunde. Ich sehe das gemischt. In Gruppen mit Struktur ist Freundschaft oft leichter, finde ich. Da ist weniger Druck, man sieht sich regelmäßig. Und freiwillige Arbeit, das überrascht viele. Du hilfst, und du lernst Leute kennen, die auch helfen wollen. Das verbindet. Satzidee: Ich helfe gern, was kann ich tun? Kleine soziale Dinge zählen, ja. Schau die Person an, nick mal und stell offene Fragen. Zum Beispiel, was machst du gern am Wochenende? Oder, welche Kaffees magst du hier? Und rede nicht nur über dich, haha, das kenn ich. Stell Rückfragen, und du? Oder wie war das für dich? So fühlt sich ein Gespräch wie ein Ping-Pong an. Das bleibt hängen. Wenn ein Wort schief geht, atme kurz. Sag einfach, oh, peinlich, ich meinte kegeln, nicht das andere. Die meisten lachen freundlich und helfen. Humor öffnet Türen. Ich speichere mir 2, 3 Startsätze im Handy. Zum Beispiel: Hi, ich bin neu hier. Oder hast du mal Lust auf einen Kaffee? So hab ich sie parat, wenn ich nervös bin. Und ja, dranbleiben ist wichtig. Eine nette Nachricht in der Woche reicht oft. Kurz, freundlich, konkret. Das zeigt, du meinst es ernst, aber ohne Druck. Kurze Frage an euch: Wo habt ihr in Deutschland echte Freunde gefunden? Verein, Stammtisch, Arbeit oder beim Helfen? Welche Frage war euer Türöffner?
Teilt gern eure Sätze. Kleines Wrap-up, okay. Heute hatten wir Vorstellen, Duzen, Einladen, Nachfassen und 2 Rollenspiele. Du hast viele kurze Sätze gehört, die du sofort sagen kannst. Probier sie diese Woche mal aus. Und wie vorhin gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Den Link findest du in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis bald.